Unter der Marke Republic of Gamers, kurz ROG, bedient ASUS ja schon seit längerem den Gaming-Markt, also mit PCs, Laptops, anderer Gaming-Hardware sind sie da unterwegs. Mit dem ROG Phone wollen sie jetzt gezielt auch den mobilen Markt angreifen. Und bisher gibt es in dem Segment ja nur relativ wenig Konkurrenz. Was vielleicht, und das ist meine These, daran liegt, dass eine zentrale Frage noch gar nicht geklärt ist. Will die Welt, also braucht die Welt überhaupt ein dediziertes Gaming-Smartphone? Oder wird da bei allen noch so eine latente Nokia N-Gage-Panik getriggert? Deswegen ganz wichtig, die zentrale Frage, kann man auf dem ROG Phone wirklich ideal mobil zocken? Kann ich vielleicht auch geil Games aufzeichnen direkt? Kann ich damit live gehen und streamen? Wir haben uns das Gerät vom Handling über Sound und Bildschirm bis hin zur Performance mal angeschaut und natürlich auch noch einen kleinen Blick geworfen auf Kamera und Akku. Starten wir mit dem ersten Eindruck, der ja bekanntlich immer wichtig ist. Die Pappschachtel unterscheidet sich in Form und Größe deutlich von sonst üblicherweise eher platzsparend angelegten Smartphone-Verpackungen. Das alleine macht die Box zum Hingucker und erinnert eher an Verpackungen hochwertiger Whiskys, nur eben im spacey Technologie-Look und mit ASUS-Logo. Maße und Gewicht des ROG Phones lassen das Gerät schon beim ersten Kontakt hochwertig und stabil wirken. Die Oberfläche des Geräterückens macht einen widerstandsfähigen Eindruck. Das mitgelieferte Aufladeequipment beinhaltet einen Steckdosenadapter, welcher durch eine USB-C-Buchse bis zu 30 Watt raushauen kann. Das beiliegende In-Ear-Headset hat verschieden große Kunststoffmuscheln für unterschiedliche Ohren gleich mit dabei. Eine Besonderheit beim ROG Phone ist der im Lieferumfang enthaltene Aero Active Cooler, ein externer Lüfter, der an das Gerät angesteckt werden kann. Neben dem USB-C-Anschluss und der Kopfhörerbuchse ist deshalb an der Seite noch ein weiterer Anschluss verbaut. Bevor wir gleich direkt mal drauf losdadeln, noch ein kurzer Blick in die Specs. Ich habe da für euch mal die spannendsten Sachen rausgesucht. Im Prozessor rennen 8 Kerne um die Wette. 4 davon sind seitens ASUS auf 2,96 GHz übertaktet. Die holen also wirklich das Maximum raus aus dem Gerät. Da macht dann auch der externe Kühler Sinn. Außerdem 8 GB Arbeitsspeicher und sehr schön ist auch das Display, das definitiv auf Gaming ausgelegt ist. Wir haben hier bis zu 90 Hertz Bildwiederholungsfrequenz, 1 Millisekunde Reaktionszeit und das Ganze ist HDR-fähig, also man merkt den Gaming-Bezug an dieser Stelle. Der Akku hat 4000 mAh Kapazität, ist also da auch ganz vorne mit dabei im Marktvergleich. 128 GB interner Speicher stehen standardmäßig zur Verfügung. Es gibt aber auch eine 512 GB Version, da ist definitiv genug Platz, egal was man damit vorhat. Und außerdem wird Dual-SIM unterstützt, wer also 2 SIM-Karten nutzen möchte, bitte gerne. Wir haben für alle, die sich für noch mehr Specs interessieren, nochmal die wichtigsten Informationen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das ROG Phone ist auf jeden Fall richtig ordentlich ausgestattet. Viel mehr an Leistung geht aktuell nicht auf dem Markt. Es ist aber auch deutlich im Bereich der Premium-Smartphones angesiedelt. Rund 900 € beträgt da der UVP. Also muss man schon ein bisschen was hinlegen. Sind wir als Gamer ja schon gewohnt, dass man den einen oder anderen Dollar mal hinblättern muss für gute Geräte. Aber wenn es dann Spaß macht, ist auch halb so wild. Weil wir das Gerät an seine Leistungsgrenzen bringen wollen, starten wir unseren Test, indem wir den Aero Active Cooler seitlich an den dafür vorgesehenen Port des Geräts stecken. Der größte Vorteil des seitlichen Anbaus: Man kann an dem belüfteten Handy quer zocken, während man an den unteren Buchsen den Akku lädt und die Kopfhörer anschließt. Andere Smartphones kombinieren ja teilweise sogar Kopfhörer und Ladebuchse. Der Steckplatz an der Seite hat einen einfachen Gummibumper zum Schutz vor Staub. Für den Fall, dass man diese Kappe verliert, sind direkt noch 2 weitere zum Ersatz dabei. Die Geschwindigkeit des Lüfters kann man in der vorinstallierten Software einstellen. Lässt man hingegen die Lüftergeschwindigkeit im Automatikmodus, kann man im Laufe eines Spiels beobachten, wie sie sich verändert und bei unseren Tests jederzeit dafür sorgt, dass das Phone nicht auffällig erhitzt. Der kühle Luftstrom an den Fingern kann störend sein, wenn man zu kalten Händen neigt. Wer an den Händen schnell schwitzt, mag das wiederum als Vorteil empfinden. Das große 6 Zoll Full HD Display ermöglicht ein angenehmes Tippen, auch mit großen Händen. Geräte dieser Größe lassen sich allerdings kaum noch mit einer Hand bedienen. Auch bei quer gehaltenem Smartphone sind die Tippfelder groß genug und das Display präzise genug, um ein sauberes, schnelles Tippen zu ermöglichen. Auch an den Displayrändern hat man durchgehend die volle Präzision. HDR-Kompatibilität sorgt für ein kontrastreiches, klares und scharfes Bild. Text ist auch in sehr geringer Größe noch gut lesbar. Dazu kommen nuancenreiche und satte Farben vom schwachen bis in den knalligen Bereich. Bei starker Sonneneinstrahlung kommt die Helligkeit des Geräts leider an ihre Grenzen. Normales Tageslicht stellt aber kein Problem dar.
Wer direkt mit dem Zocken loslegen will, findet auf dem ROG Phone bereits ein paar Spiele vorinstalliert. Die haben wir als erstes angeschaut und dann noch ein paar der Top-Titel unter die Lupe genommen. Installiert sind unter anderem der Battle Royale Shooter Garena Free Fire und das Rennspiel Asphalt 9. Ersterer entpuppt sich als recht offensichtlicher PUBG-Klon, inklusive Pfanne und Huhn-Abendessen für den Gewinner. Die Performance ist dabei flüssig und einwandfrei, ebenso bei Asphalt 9. Die Ladezeiten sind hier kurz bis kaum vorhanden. Selbst bei vielen Fahrern und Details wie splitterndem Glas und Qualm gibt es keine sichtbaren Frame-Drops. In PUBG Mobile werden die Systemvoraussetzungen automatisch auf Option hoch eingestellt. Die Ladezeit beträgt handgestoppte 7 Sekunden bis in die Matchmaking-Lobby. Die Performance ist auch hier tadellos. Im Studio-WLAN haben wir bei Spielen mit Bots stabile 20 Millisekunden Ping. Während der externe Lüfter vor allem für das Spielen im Querformat konzipiert scheint, haben wir auch hochkant in Clash Royale sehr guten Halt und ein ergonomisches Gefühl. Weitere Tests haben wir mit Arena of Valor und SimCity Build-In gemacht, die alle sehr gut und flüssig laufen. Die Ladezeiten scheinen in der Regel eher der benötigten Internetverbindung geschuldet. Nur bei grafisch wirklich aufwendigen Spielen fallen einige Sekunden Ladezeit an, meistens aber im Zeitrahmen unter 5 Sekunden. Auch wenn im Hintergrund alle Spiele gleichzeitig geöffnet sind, sodass man schnell zwischen den Spielen hin und her springen kann, lassen sich beim Zocken keine Leistungseinbußen bemerken. Auch der Wechsel aus einem laufenden Spiel in eine beliebige App läuft reibungslos, selbst beim Aufzeichnen von Gameplay-Material gab es keine Einbrüche. Die Refresh-Rate des Displays ist im Gerätemenü zwischen 60 Hz und 90 Hz wählbar. In beiden Einstellungen fühlt sich das Scrolling in allen üblichen Apps flüssig an. In Spielen ist der Sprung von 60 Hz auf 90 Hz deutlich spürbar, verbraucht aber natürlich auch mehr Akkuladung. Stichwort Akku: In unserem Belastungstest haben wir das Gerät mal bei voller Bildschirmhelligkeit mit 90 Hz und mit angeschlossenem Aero-Cooler ausprobiert, dabei Spiele heruntergeladen und gezockt, natürlich auf hohen Einstellungen. Wir haben außerdem Daten transferiert von einem zum nächsten Smartphone und geguckt, wie lange hält denn der Akku eigentlich. Nach ungefähr 7 Stunden waren wir bei 11% angelangt, haben das Gerät dann wieder angeschlossen an das Netzteil und nach 2 Stunden bereits waren wir dann wieder bei 100%. Da merkt man dann die Power des 30 Watt Netzteils. Der dicke Brummer hier, der bringt natürlich einiges durch, aber es gibt auch softwareseitig einige Einstellmöglichkeiten für den Akku. Neben einem Energiespar- und einem Superspar-Modus gibt es den X-Modus. Für diesen Modus wird eine reibungslose Spielerfahrung angegeben. Der X-Modus ist also eine Art volle Power-Option, bei der nicht versucht wird, Akku zu sparen. Diesen haben wir auch in unseren Tests verwendet. Neben den voreingestellten Modi gibt es auch noch viele Möglichkeiten, mit kleinen Stellschrauben in der Software an allen Ecken und Kanten den Akku zu entlasten. Sei es im Umgang mit Apps, die im Hintergrund laufen, oder einer intelligenten, selbstständigen Nutzung von Bildschirmeinstellungen. Bei der Übertragung sämtlicher Daten eines anderen Smartphones auf das ROG Phone hat sich die App ASUS Data Transfer als beste Methode erwiesen. Die Geräte wollten selbst per NFC übertragen, was jedoch in zahlreichen Versuchen kommentarlos Fehler verursachte und nicht funktionierte. Man kann jedoch auch ein in der Cloud gespeichertes Geräte-Backup ganz einfach auf das neue Gerät herunterladen. Möchte man zwischendurch per PC an die Daten auf dem Phone ran, muss man vor Herstellung der USB-Verbindung den Aero Active Cooler entfernen, ansonsten lädt nur der Akku. Herzstück der Software ist das Game Center, das auch während des Spielens mit einem Tippen ermöglicht, mit oder ohne Facecam-Gameplay in bis zu Full HD zu capturen. Andere Möglichkeiten sind weiterhin, Benachrichtigungen zu blocken, live zu streamen, den Bildschirm zu skalieren, die Lüftergeschwindigkeit des Aero-Coolers zu bestimmen und die Hardware auszureizen. Noch dazu hat man hier immer eine genaue Übersicht, wie ausgelastet alle Komponenten der verbauten Hardware aktuell sind. Die Aura-Beleuchtung legt fest, ob und wie das ROG-Logo auf der Rückseite des Phones bzw. des Aero-Coolers leuchten soll. Hier können auch mit anderen ROG-Phones Gruppen erstellt werden, bei denen die Aura-Beleuchtung dann synchron läuft. Ohren auf, als nächstes widmen wir uns dem Sound. Die im Gerät verbauten Lautsprecher sind tatsächlich beeindruckend laut in der Maximallautstärke und sind dabei immer noch sehr klar und angenehm zu hören. Immer wieder beeindruckend, wie aus so einem kleinen Gerät dann so ein voller Klang rauskommen kann. Man kann einen Outdoor-Modus einstellen, welcher tiefe Frequenzen absenkt. Steigert man nun jedoch die Lautstärke, fangen die Höhen spürbar an zu zerren. Beim Spielen mit quer gehaltenem Phone wird ein Stereo-Effekt erzeugt, so gut es eben bei so nah aneinander liegenden Lautsprechern möglich ist. Die beiliegenden Kopfhörer geben in Spielen, bei denen es darauf ankommt, natürlich bessere räumliche Orientierung. Technisch überzeugen die In-Ears beim ersten Hören auf jeden Fall, das Material kann allerdings nicht ganz mit dem wertigen haptischen Eindruck des Phones mithalten. Das Noise Cancelling ist eher gering. Man muss in Bus und Bahn nicht jedem Gespräch um sich herum lauschen, aber man bekommt trotzdem noch mit, wenn eine wichtige Durchsage gemacht wird.
Soweit zum Zocken, aber natürlich hat das ROG Phone auch andere Smartphone-Qualitäten. Zum Beispiel Telefonieren, eigentlich ja der Klassiker, funktioniert hier, wie man es erwartet, sowohl mit dem Telefon am Ohr als auch mit dem beigelieferten Headset, alles picobello. Ein Fingerabdrucksensor zum Entsperren des Geräts befindet sich auf der Rückseite. Ungewohnt, aber an sich kein Problem, hat man sich schnell dran gewöhnt. Apropos Fingerabdrücke, die machen sich leider recht schnell auf dem Display breit. Also Finger weg von Chips und anderen fettigen Snacks beim Zocken. Dann fehlt natürlich noch die Kamera, die testen wir in dieser Sekunde, und zwar die Hauptkamera und das integrierte Mikrofon. Beides ist ein bisschen windig hier, vielleicht hört man es ein kleines bisschen. Ansonsten Hauptkamera unterstützt 4K mit 60 FPS, darin zeichnen wir auch gerade auf. Wenn man aufs Weitwinkel wechselt, dann sind nur noch Full HD und 30 FPS möglich. Insgesamt das Bild aber sehr schön, knackige Farben vor allem, und auch der Bildstabilisator, wenn man mal so ein kleines bisschen hin und her geht, der macht definitiv, was er soll. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Gerät zu testen. Der Mobile Gaming Markt entwickelt sich ja sehr rasant. Es kommen immer mehr spannende Titel raus, auch wirklich relevante Games. Und dann ist es nur logisch, dass es auch Smartphones gibt, die dann das Maximum aus diesen Games rausholen wollen. Genau dafür ist auch das ROG Phone konzipiert. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, Anmerkungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten haben wir euch in der Videobeschreibung auch nochmal die wichtigsten Infos zu Tarifen etc. verlinkt. Bis dahin, macht's gut und tschüss.